Hallo, schön, dass ihr wieder hier seid. Im letzten Video ging es um die Umlenkrollen. Diesmal kümmern wir uns um die Rückholwinde. Wir vergrößern die Trommel, bauen einen neuen Einlaufturm und spulen knapp 400 Meter Seil auf. Klingt nach einem Plan, oder? In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Wie wir die Umlenkrollen für die Hilfswinde gebaut haben, habt ihr ja bereits in den letzten Videos gesehen. Wer das noch nicht geschaut hat, kann jetzt hier oben rechts einfach auf den Link klicken. Heute wollen wir die Zusatzwinde endlich fertig umbauen. Hier haben wir das Problem, dass wir aktuell zwar auch 200 Meter Seil auf die Trommel bekommen, aber wir wollen ja ein etwas dickeres Seil aufspulen, ein 4 mm Seil anstatt ein 3 mm Seil und davon auch etwas mehr an der Länge. Dafür müssen wir die Bordwände, sage ich jetzt mal, der Seiltrommel erhöhen. Das hat auch den Hintergrund, dass beim Aufspulen des Seils die Chance geringer ist, dass das Seil aus Versehen mal neben die Trommel rutschen kann. Deshalb bauen wir jetzt diese Erhöhung der Trommelbordwände. Wir schneiden die Adapterringe aus derselben Platte aus der wir auch die Umlenkrollen gefertigt haben. Wie euch sicherlich auffallen wird, benutzen wir hier leider keinen Kreisschneider. Das hat auch einen triftigen Grund, und zwar den, dass wir keinen vernünftigen Kreisschneider haben. So richtig bauen oder kaufen wollen wir uns aber auch keinen, weil wir ja eigentlich zu einer CNC-Plasmaschneidanlage hintendieren. Ich meine, kaufen werden wir uns sowas jetzt nicht. Das Ding ist ja unbezahlbar auch gebraucht. Es wird wohl eher darauf hinauslaufen, dass wir uns mal eine CNC-Schneidanlage bauen werden. Immerhin haben wir schon ein Fundament dafür gegossen, also wir sind wie immer stets bemüht. Es könnte aber noch einige Zeit dauern, ehe der fertig ist. Bis das soweit ist, schneiden wir einfach alles mit der Hand aus. Nachteilig ist es halt, wenn man es mit der Hand ausschneidet, dass der Kreis nie perfekt wird. Wir schneiden den meistens immer ein bisschen enger als gebraucht. Dann können wir mit der Schrubbscheibe und der Flex noch ein paar Kanten wegnehmen, sodass der Ring schön über die Rolle passt. Wenn man das zu groß schneidet, muss man so viel schweißen, das sieht wieder aus wie Sau und ja, muss mal ein bisschen flexen. Die Randerhöhungen auf der Seiltrommel sind jetzt aufgeschweißt. Wir haben die dann nochmal durchgeschweißt, das zeigen wir jetzt hier nicht. Aber was wir zeigen ist das Verschleifen der ganzen Schweißnähte. Warum verschleifen wir die Nähte? Naja, außen am Ring wollen wir einfach mit unseren Sachen nicht hängen bleiben. Das wäre voll blöd, während sich die Trommel da dreht. Und innen ist es unpraktisch für das Seil, wenn das jedes Mal über so eine Schweißhuppel da rutscht. Das ist unschön, deshalb verschleifen wir das Ganze. Diesmal auch mit der großen Flex. Die benutzt man auch ab und zu, damit die im Schrank nicht festgeht. Der Umbau der großen Seilrolle ist somit abgeschlossen. Wir befinden uns fast auf der Zielgeraden. Jetzt müssen wir noch den Turm unserer Zusatzwinde anpassen. Und was wir da machen, erklären wir euch jetzt. Und hier ist die obere Einlaufrolle, wie sie bisher war. Seht ihr, da haben wir auch schon rumgebastelt, dass das Seil sich nicht verklemmt, weil das sollte ja alles unbeaufsichtigt laufen.
Nicht schön, aber selten. Und hier haben wir das Problem, je nach Einlaufwinkel und Einlaufrichtung verändert sich der Punkt, wo das Seil nach unten auf die Trommel geht. So, und je nachdem, wo man am Hang sich befindet, ändert sich das. Und das führt dann dazu, dass das Seil hier unten an der Trommel immer fest an irgendeiner Stelle geführt ist. Und das führt wiederum dazu, dass sich dann solche Haufen bilden. Und im schlimmsten Fall, wie wir es auch schon hatten, fällt das dann hier runter und verklemmt sich hier dahinter und dann ist der Kabelsalat fertig. Und das wollen wir verhindern, indem wir dafür sorgen, dass das Seil immer genau in der Mitte von der Trommel geführt wird, sodass es sich das selber nach links und rechts aufwickeln kann. Und der Drehpunkt immer genau hier in der Mitte ist. Und deswegen bauen wir einmal eine andere Einlaufrolle und zum anderen müssen wir hier auch den, ich sag mal, Turm dann auch entsprechend noch ein Stück nach drüben bringen, dass wir auf Mitte Trommel kommen. Das musste damals alles schnell gehen, weil wir das dringend brauchten und naja, es war halt nur ein Provisorium, was wir jetzt hoffentlich richtig machen. Ich habe mal ein Modell vorbereitet, das soll mal die Seiltrommel sein, die jetzt liegt. Und wir haben hier noch das Reststück von der Wenderreparatur, von dem Rohr. Und das wird im Prinzip dann hier oben irgendwo, wo der Turm, ihr müsst euch vorstellen, ist jetzt hier, da liegt jetzt. Und das Seil wird dann aus der Mitte raus, dann hier unten auf die Trommel aufgewickelt. Also so, dass dann auch der tangenzielle Übergang von der Trommel genau im Mittelpunkt von der Buchse wird. Das wird die Buchse, die wir fest auf dem Turm anschweißen. Das soll mal das Seil sein. Und da das relativ leicht laufen muss, da wir nur ein 4 mm Seil benutzen, mache ich hier oben und unten ein Kugellager rein. Also werden hier noch eingedreht, Kugellager rein. Und ich habe hier noch ein Stück Kolbenstange, 32 mm. Da werde ich ein Stück abschneiden, werde das auf 25 mm Durchmesser drehen. Das ist der Durchmesser, der hier innen sitzt. Und in der Mitte durchgebohrt, wo dann später das Seil durchläuft. Und dann nehmen wir nicht wie ursprünglich geplant eine von den Rollen. Wie ihr seht, ich habe alle 4 gebaut. Sondern wir haben ja noch diesen einen Prototyp und der wird dann oben aufgeschweißt. So, ich habe jetzt eine Seite schon mal plan gedreht und den Außendreh noch ein bisschen abgezogen, dass wir gut schweißen können. Und jetzt müssen wir im Prinzip die Lager hier eine Eindrehung machen, dass die Lager oben und unten sitzen. Und wir haben hier Lager Typ 6205. Laut Tabellenbuch sollten das 52 mm sein. Mal hier gucken. Das Messchen wird erstmal ausreichen. Die Bohrung selber, das muss eine Passung werden, sodass wir die Lager auch ein bisschen einpressen können. Dass die, vor allem auch das untere Lager, dass das nicht einfach rausfällt.
Die erste Seite der Buchse ist jetzt fertig gedreht. Jetzt spannen wir um und drehen die zweite Seite. Wir nutzen auch dafür unsere harten Backen, da die recht gut laufen. Also die laufen eigentlich unter 500steln. Und außerdem ist hier ein Konzentrizitätsfehler vom oberen zum unteren Lager durchaus tolerierbar. Man könnte jetzt auch einen Satz weiche Backen einspannen und genau auf den Durchmesser ausdrehen. Da wäre der Rundlauf wesentlich genauer, aber für unsere Anwendung ist es vollkommen ausreichend. Deshalb können wir hier die harten Backen benutzen. Ich habe das jetzt, die zweite Seite, das zweite Lager noch ausgedreht, eingepresst. Das habe ich natürlich vergessen zu filmen, aber das habt ihr ja schon mal gesehen, wie wir Lager einpressen. Und das nächste ist jetzt die Kolbenstange, den Bolzen drehen, also auf 25 und oben dass wir einen Bund stehen, der dann auf dem hier oben aufsitzt und gegen das Lager drückt. Jetzt haben wir das Problem, das ist wie immer im Leben, alles zu klein. Und zwar ist der Spindeldurchlass bei uns, ich weiß nicht, man sieht ihn wahrscheinlich nicht, hier hinten, der ist genau 35, also exakt so groß wie unsere Welle. Das ist ja eine H6-Welle. Kurz gesagt, sie passt nicht rein. Sonst hätte ich einfach die ganze Welle reingeschoben, hätte ich auch meine ganzen Drehungen gemacht, hätte es dann abgestochen. Geht nicht, also müssen wir erstmal ein Stück absägen und dann von zwei Seiten drehen. Schlecht, aber Drehbank zu klein. Das Beste an den im Internet bestellten Kolbenstangen ist die Verpackung. Die werden nämlich genauso geliefert, wie ihr das hier seht, in so einer Papphülle. Die kann man nämlich ganz prima zum Einspannen im Schraubstock oder für sonstige Handhabungen nutzen, ohne dass die Kolbenstange zerkratzt, und man kann es mit dieser Verpackung auch prima wieder in die Ecke stellen. Die Durchgangsbohrung durch die Drehachse der Seilführung fertigen wir auf der Drehmaschine. Wir haben dafür einen 14er Bohrer bei uns gefunden, der ganz gut passt. Wir müssen aber leider aufgrund der Länge des Bohrers von zwei Seiten bohren, ist aber nicht weiter tragisch. Wenn man den Bohrer vernünftig schmiert und immer mal ausspart, ist das kein Problem. An der Buchse darf natürlich das Allerwichtigste nicht fehlen, nämlich eine schöne Gewindebohrung für einen Schmiernibbel. Denn unsere Zusatzwinde soll ja wie alles, was wir bauen, mindestens bis zu unserer Rente und noch viel weiter halten. Wie vorhin angedroht, wird jetzt auch recht unspektakulär der Prototyp unserer Umlenkrolle als Einlaufrolle für unsere Zusatzwinde genutzt. Der wird auch sehr unspektakulär befestigt. Wir nehmen das einfach, schweißen es an, schneiden ein bisschen was ab, dann kommt noch ein Schutzblech drauf und fertig sind wir auch schon. Unser Schutzblech bzw. Leitblech ist nichts anderes als ein Stückchen Bandstahl, was wir auf die Rückseite der Rolle legen und dann, so wie die Biegung verläuft, es anschweißen und zeitgleich umformen mit dem Hämmerchen. Dann wird das Ganze noch verschliffen und dann sollte das Schutzblech seinen Dienst tun.
Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Buchse der Einlaufrolle genau mittig über unserer Seiltrommel hängt. Dafür müssen wir unseren Turm etwas verändern. Dieser benötigt jetzt einen Knick in einem speziellen Winkel, so dass das dann alles übereinander fluchtet. Anstatt jetzt hier einen neuen Turm zu bauen, modifizieren wir einfach den alten. Wir schneiden einfach ein Stückchen raus im richtigen Winkel und schweißen das dann hinterher wieder rein. Das sollte eigentlich alles ganz gut funktionieren. Hier nochmal kurz eine Detailaufnahme, bevor ich es anschweiße. Also Außendurchmesser nur überdreht, dass er sauber ist zum Schweißen. Hier ist auf jeder Seite die Eindrehung für das Lager, für das 6205 war es, glaube ich. Und hier oben habe ich 4 Gewinde M4 reingemacht und das Ganze mit jeder Seite einfach mit einer Unterlegscheibe dafür gesorgt, dass die Lager nicht raus können. Also wenn das Lager drin sitzt hier oben die Scheibe und verhindert, dass das Lager raus kann. Es dient auch ein bisschen mit als Schutz gegen Regenwasser. Aber wo Fett ist, kann kein Wasser sein. Der nächste Schritt wäre jetzt das Aufziehen des Rückholseils. Und bevor ich das mache, will ich euch nochmal im Detail hier zeigen, was wir gemacht haben und vor allem auch, wie das Ganze dann später funktioniert. Zur Funktion der Winde. Also die Rückholwinde, das ist im Prinzip hier nur eine riesig große Trommel. Hier sitzt ein 350 Kubik OMS, glaube ich. Ich müsste nochmal nachschauen. OMS-Motor. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass der Motor immer nur in eine Richtung dreht, also quasi so rum aufwickelt. Und ich habe es hydraulisch so verklemmt, dass der immer frei läuft. Das heißt, man kann jederzeit das Seil rausziehen und sobald man aufhört zu ziehen, ist auch kein Druck mehr auf dem Seil. So, klar, Hydraulikleitung müssen wir etwas verlegen. Und das Ganze hier, das ist einfach nur ein hydraulisches Umschaltventil, wie es auch an Frontladern verbaut ist meistens. Und weil die Hydraulik, die wir in der Winde haben, da zu klein wäre, bedienen wir das Ganze über die Maschine. Also wir haben hier ganz normale Hydraulikanschlüsse, also ein Druckanschluss und ein druckloser Rücklauf, sodass auch immer gewährleistet ist, dass das Öl vom Motor weg kann. Genau, also das ist nicht viel. Wie gesagt, Ventil, Motor und ganz viel Stahl. Hier oben kommt dann noch das Seil durch, das seht ihr nachher, wenn ich es aufwickel, und wird hier auf die Trommel aufgewickelt. So, der nächste Schritt, den wir jetzt unternehmen, ist das Aufziehen des Seils, und ich zeige euch mal kurz, was ich jetzt vorhabe. Und zwar ist das hier unsere Seiltrommel. Laut Verkäufer sind ja 1000 Meter Seil drauf. Das hat den Durchmesser 4,5 mm. Und ich habe den jetzt hier auf Böcke gestellt, damit die Trommel sich frei drehen kann. Und dann müssen wir mit dem Seil hier durch die Rolle, hier durch und dann auf die Trommel. Wo ist er? Hier.
Leider habe ich gerade einen eklatanten Konstruktionsfehler in meiner Konstruktion gefunden. Und zwar beim haben wir das Seil hier, ich zeige es euch mal. Ich weiß noch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar das Seil soll hier durch das Loch durch. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Also das Loch geht durch nach innen. Und hier innen in der Trommel ist ja genug Platz und da wollte ich eine Seilklemme machen. Der Haken an der Sache ist, ich komme mit meinen Wurstfingern nicht dahinter. Das heißt, ich muss die Trommel jetzt wieder abbauen, das Seil festmachen und dann wieder aufbauen. Da könnt ihr auch gleich mal sehen, wie wir die große Seiltrommel auf der Motorwelle befestigt haben, nämlich direkt. Für solche direkten Befestigungen nehmen wir gerne Taperbuchsen, denn die haben eine ausreichend lange Tragfläche. Sie fixieren die Rolle nicht nur radial, sondern auch axial. Man kann den Außenring der Taperbuchse überall reinschweißen, wo man gerne möchte. Also die Dinger sind wirklich ganz spitze und in der Handhabung auch denkbar einfach mit 2 Abdrückschrauben. Seht ihr ja hier, das geht rucki zucki. Hat man so eine Taperbuchse wieder von der Welle gezogen. Die Montage der Taperbuchse funktioniert genauso einfach. Die Umlenkrolle wird grob auf die Welle aufgesteckt und erst danach wird die Innenbuchse montiert. Man muss also nicht mit der großen schweren Trommel und einer kleinen 20er Bohrung da irgendwie rumfädeln. Man steckt es nur grob zusammen und kann es dann hinterher in Ruhe ausrichten. Wie ihr hier seht, ist das Ganze nur mit 2 Madenschrauben befestigt. Die dienen einerseits zum Abdrücken, was ihr eben schon gesehen habt, und andererseits auch zur Befestigung. Das heißt, der Außenring wird auf den Innenring gezogen. Das Ganze funktioniert super einfach, wie ihr seht, und wir benutzen diese Taperbuchsen wirklich überall, wo es geht, wenn wir was Neues bauen. Das ist wirklich eine der besten Welle-Nabe-Verbindungen, die wir bis jetzt gefunden haben. So ist das eigentlich gedacht. Also erkennen das ganz gut. Das Seil geht durch und hinten sitzt eine Seilklemme. Und hier ist genug Platz, dass die nirgendwo schleift, wenn sie sich dreht. So, jetzt können wir es endlich aufwickeln. So, Seil ist jetzt drauf. Wir haben es nicht ganz voll gemacht für den Fall, dass es sich doch irgendwie aufbauen sollte, dass es nicht runterspringt. Es müssten jetzt aber um die 400 Meter hier drauf sein. Haken habe ich auch schon natürlich vergessen zu filmen, wie immer, aber das ist nichts Besonderes. Gucken, wie lange das hält. Beim alten hat es auch gehalten. Nah dran stand, das ist normal nicht der Fall, aber für die ganzen Sicherheitsbedenken, hier kommt noch eine Haube drüber, sodass man hier nicht aus Versehen reingeschlotzt wird. Denn die dreht sich ja schon relativ schnell. Ja, und wie gesagt, die hier besorge ich noch kürzere Hydraulikschläuche, dass die hier nicht so auf dem Unterlenker liegen. Danke an alle, die durchgehalten haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden natürlich, wenn wir die Winde ausprobieren, euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir die Seilbahn aufbauen, wenn wir es ausprobieren. Abonniert uns einfach, dann kriegt ihr das nächste Video mit, wenn es um die Winde geht, und auch natürlich alle anderen Videos, und bis zum nächsten Mal.